wenn Sie haben mehr GPUs, können Sie ein bisschen Hochresolution, zum Beispiel, wenn Sie will, arbeiten in 8K oder 4K, zum Beispiel hier. Aber wenn Sie haben nur ein GPU, so als mit das kostenlos Version, dann das wirkt ein bisschen nicht so schnell, wenn Sie will, in 4K. Okay, so dann die andere Möglichkeit hier ist ein 10-Bit Codec Support. Das gibt es nur in der Studio-Version. Und dann auch HDR-Support und das Color Management. Das gibt es nur in der Studio-Version. Sie können mit HDR-Scopes, HDR-Nodes, Sie können arbeiten mit IMF. So ein Beispiel, wenn Sie will, eine exportieren für Netflix oder Disney Plus zum Beispiel, dann das ist, warum wir nutzen das für diese. Auch, als ich sagte früher, mit das Grafikcards, wenn Sie will arbeiten mit 4K und mehr, zum Beispiel 8K, dann das läuft nur für das Studio-Version. Sie können in das kostenlos Version in Ultra HD, das ist das Maximum für das kostenlos Version. Sie können auch mit der Studio-Version arbeiten mit Network Rendering. Das heißt, wenn Sie arbeiten mit einem Projekt hier auf das erste Rechner, dann Sie können macht das Render auf ein anderer Rechner. Und das heißt, denn Sie können ein anderes Projekt auf der ersten Rechner machen, als und in dieser Zeit dann die zweite Rechner macht das Render. Sie haben auch in das Studio-Version XAVC-Support und von NVIDIA Support, und das geht nichts mit das kostenlos Version. Okay, so jetzt wir gehen bis zu meiner Resolve System und wir können ein bisschen Features aus das Studio Version sehen. Okay. Moment hier, ich gehe bis zu hier. So, Moment. Okay. Und dann hier. Okay. Okay, so Sie in diesem Moment, Sie sehen meine Desktop und wir haben hier mein Projekt so als diese. Okay, ich habe auch ein anderes Projekt, zum Beispiel diese Age of Airplanes. So, wenn Sie arbeiten mit das Studio-Version, Sie haben das Möglichkeit für die Neural Engine zu nutzen. So, zum Beispiel hier, wir haben das Gesicht von diesem Mann hier. Und dann wir können hier diese Clips selektieren, rechter Mausklick und dann hier Analyze Clips for People und dann Resolve sucht für das Gesicht von einer Person und dann heißt das ist ein bisschen Zeit hier. Und jetzt haben wir das Gesicht von diesem Mann. Wir können einen Namen hier und selektieren. Und wir haben mehr Personen, dann wir haben mehr Möglichkeiten, diese alle Clips mit dieser Person. Und dann wir können diese selektieren, wenn wir will, ein bisschen mehr Arbeit für diese. Okay, die andere Sache hier für das Neural Engine heißt, das ist das Magic Mask. Das ist eine ganz neue Sache in Resolve 17. So zum Beispiel hier, ich mache ein
kleine Farbkorrektion hier. Mag das so. Hier, like so. Dann ich mag ein zweiter Node. Und dann jetzt, ich mag ein Stroke hier. So mit mit das Magic Mask und das Neural Engine, ich möchte nur ein Strike hier in das Gesicht. Sie sehen hier, wir haben ein Stroke. Und dann, wenn ich klicke hier, dann Sie will sehen, was ist gefunden mit das Strike. Und so das ist meine Sachen, das ist selektiert. Okay. Okay, und dann jetzt, wenn ich mache das Tracking hier, ich kann hier Tracking für diese Shot. Und dann jetzt, das ist gemacht so. Okay. Jetzt aktivieren Show Strokes. Und jetzt, ich kann das Farb und alles nur für diesen Mann. Und dann ich kann auch das diese ein bisschen klären mit dieser Radius, ja. Ich mag das ein bisschen weniger, so. Und was es auch sehr gut ist, mit dieser, Sie können hier sehen, dass das ist der Matte, das das Magic Mask hat gemacht. Wenn ich will, das Hintergrund mag ein Defocus, dann ich kann auch hier machen, wenn ich mache hier rechte Mausklick und macht Add Node und Add Outside Node. Und dann ich habe das Inverse von dieser. Und dann ich kann hier diese ein bisschen dunkler oder zum Beispiel hier macht ein bisschen die Focus. So als diese zum Beispiel. So das ist, wie arbeitet das Magic Mask zusammen mit das Neural Engine. Okay, eine andere Sache mit das Neural Engine heißt das OpenFX Plugins. Es gibt verschiedene OpenFX Plugins, läuft auch mit das Neural Engine. Zum Beispiel hier, wenn ich mache ein zweiter Node und dann hier, ich kann hier selektieren, was für OpenFX Plugin. Und diese OpenFX Plugins, da gibt es ein paar Plugins, läuft mit das kostenlos Version, aber quasi alles läuft nur mit der Studio Version. Zum Beispiel das Face Refinement. Wenn ich mache das Face Refinement hier, ich kann hier so, klick Analyze. Das Analyze sucht für das Gesicht von einem Human Gesicht und dann macht das automatisch und dann macht ein Tracking. Und dann, wenn das ist fertig, okay, und dann wir können hier, okay, das ist gut. Und ich kann das Overlay aus. Und dann jetzt hier, ich habe das Eye Retouching. Sie können das Eye Bags raus hier. Und das, hier die ein bisschen mehr liegt. Ein bisschen heller hier. Das Lips auch. Und Sie können ein bisschen mehr Blush und Sie können mit alles hier von dieser. Und dann, wenn ich mache das so, das ist getrackt automatisch mit dieser hier. Okay, so das ist der das Magic Mask und auch das OpenFX Plugins. Es gibt andere Plugins, das läuft auch mit dieser, zum Beispiel, wenn Sie will, mit das Deinterlacing oder Lens Correction. Und was ist auch sehr gut ist, okay, ich habe einen anderen Shot hier. Ich kann hier nutzen und ich mag diese hier.
Okay, so in dieser Shot, ich will ein Chroma Key machen. Okay, so hier, ich mache diese, ich mache ein Timeline. Okay. Und dann hier, okay, ich habe diese Timeline. Dann normalerweise, früher, wenn Sie will, eine Chroma Key in das Schnittpage machen, das war ein bisschen kompliziert mit Resolve. Und so hier, Sie können hier, das ist meine Hintergrund hier. Und es ist besser, wenn ich mache so, okay. Okay. Und dann ich mache hier das OpenFX und mache ein Key, mache meine 3D Keyer in OpenFX hier. So jetzt ich habe ein 3D Keyer hier und dann in das Inspector. Sie können selektieren ob das FX, macht bis zum hier, OpenFX Overlay und dann ich mache das so. Und dann hier, ich kann hier selektieren, das ist HSL. Und okay, dieses Bild ein bisschen hier so. Und so, ich habe das Key für diese Shot gemacht. Und wenn diese, ich habe genutzt das Key in das OpenFX Plugins hier auf das Schnittpage. Auch in das Schnittpage, Sie können auch hier, zum Beispiel, wenn Sie macht einen rechten Mausklick hier und selektiert Clip Attributes, Sie haben das ist eine ganz neue Funktion hier und das läuft nur mit das Studio-Version. Diese heißt Superscale. Okay, mit Superscale, wenn Sie macht zum Beispiel ein Documentary und Spielfilm und dann Sie will verschiedene Resolution von das Media zusammen, denn Sie können das Superscale nutzen und das macht ein Sampling von das Pixels from one Clip bis zum die andere und es macht ein bisschen besser, so zum Beispiel hier, Sie können Sharpness ein bisschen hoch, Noise Reduction high, low. Aber Sie müssen hier 2 Grafikkarten oder mehr nutzen als mit Superscale. Das nutzt ein sehr viel Computing Power, das heißt auf Englisch. Und dann, wenn Sie haben das selektiert, dann Sie haben, wenn Sie haben mit nur ein Grafikkarte, dann das System läuft sehr langsam, als Sie haben nicht genug, nicht stark genug Grafikkarte selektiert. Okay. Gut, okay. Auch hier in das Schnittpage, Sie können auch, wenn Sie machen ein Speed Warp mit das Neural Engine, diese läuft nur mit das Studio Version und dann auch Sie haben auch eine andere Möglichkeit, was ist sehr, sehr interessiert, ist, wenn Sie haben ein Grading Monitor konnektiert. So zum Beispiel, wenn Sie haben eine kostenlose Version oder früher mit der Studio Version, wenn Sie will eine Grading Monitor konnektieren, Sie müssen ein Ultra Studio 4K konnektiert oder ein Decklink Card, etwas so. Aber mit das Studio-Version jetzt, wir haben auf Workspace und diese heißt Video Clean Feed. Okay, mit Video Clean Feed, Sie können selektieren, was für Monitor Sie haben, das Möglichkeit und Sie können hier Video Clean Feed und diese PA32 selektieren und das ist jetzt meine Grading Monitor. Und wenn diese ist selektiert so, Sie müssen nicht, nicht haben eine
Ultra Studio 4K oder ein Decklink-Card oder etwas so. So, das ist eine sehr gute Idee, wenn Sie haben eine wenn Sie haben das Studio-Version, ja. Und das ist nur Video Clean Feed selektiert. Und dann, wenn Sie mag das hier jetzt, dann Sie müssen das Dual Screen desaktivieren. Also ein Schirm ist für das Grading Monitor und die andere ist für das Clean Feed. Gut, okay. Die andere heißt hier zurück bis zum das Farbpage. Zum Beispiel, wenn ich mag eine Grab Still hier und dann ich will ein Still exportieren, dann Sie können hier Export und jetzt Sie können hier selektieren, was für Format Sie will. Und wenn Sie haben das kostenlos Version, Sie haben weniger Möglichkeit hier. Und das ist hier zum Beispiel hier, Sie können selektieren ein JPEG. And we'll call this, diese heißt Space, okay. Und dann, wenn ich mal hier ein bisschen kleiner und hier auf meiner Desktop, Sie können hier sehen, dass Space, okay. Und das ist mein Bild. Und dann auch in Other, Sie können hier sehen, das ist Space DRX, das ist das Farbcorrection für dieses Bild auch. Okay, wenn Sie diese importiert, dann ich kann importieren dieses Bild bis zum Resolve mit Import und dann Space und dann Import so. Und dann das ist Space und dann rechte Mausklick. Und dann Sie können hier auch Display Node Graph und das ist das Farbcorrection von diesem Bild. Und das ist das DRX-File, das kommt zusammen mit diesem. Okay, auch wenn Sie will exportieren das Projekt, dann Sie können hier mit Export und hier wir haben das Möglichkeit mit hier und zusammen mit Custom und das DCP. Und das ist ein DCP ohne Encryption. Und dann, wenn Sie macht hier Easy DCP, das ist ein DCP mit Encryption. Aber mit Easy DCP, Sie müssen auch das Lizenz kaufen auf das Fraunhofer Institut. Ja, für diese. Aber Sie können auch hier oben, Sie haben das Möglichkeit für ein IMF generieren. Und das gibt es eine Preset für Netflix oder Disney. Und wenn Sie macht das so, Sie haben alles konfiguriert hier und dann alles ist gemacht. So. Gut. Okay, so hier, wir haben das OpenFX Plugins, das ist nur mit das Studio Version. Sie haben auch das Noise Reducer, das gibt es auch für nur das Studio Version. Mit das Studio Version, Sie haben Temporal oder Spatial. Okay, so Sie haben zwei Möglichkeiten für Noise Reduction und dann Sie macht das so. Und so, wenn ich mache diese hier so. Zum Beispiel so, und dann ich kann hier. Und das Spatial ist ein bisschen stärker für das Bild. Sie können hier sehen. Und das Temporal ist ein bisschen besser für, macht das nur ein bisschen weniger Noise Reduction. Aber es ist nicht so destruktiv für das Bild. Ja. Na, was ist sehr, es ist sehr wichtig, wenn Sie arbeitet mit Noise Reduction, ist, wie viele Frames Sie nutzen. So zum Beispiel hier 1 oder 2, das ist der Beste. Wenn Sie macht das mehr als 3, 4 oder 5, das ist zu viel.
Wenn Sie mag das 1 oder 2 ohne ein bisschen hier, dann das ist okay. Aber Sie müssen wissen, dass Sie müssen eine sehr starke Workstation arbeiten mit für diese, als das ist eine, das ist sehr, macht sehr viel, auf Englisch heißt Computing Power für diese. Und so dann ist es besser, wenn Sie mag das just ein bisschen und nicht zu viel von das. Okay. Wir haben auch hier das Color Warper. Okay, das Color Warper läuft auch mit das kostenlos Version, aber mit das Studio Version läuft ein bisschen besser, als sie haben mehr Möglichkeit für das Graphic Card Power. Und so zum Beispiel hier, wenn ich mache das so hier, ich mache das bis zu 12 hier und hier so. And then you can nur, wenn ich mag das, ein bisschen Farbcorrection von diesem Beispiel auf diese. Gut, okay. Und dann Windows, das ist okay, das ist gut, okay, gut. Okay, so wenn ich auch, wenn du kommst hier zurück bis zu das Project Manager, okay, wenn ich klicke hier an die linke Taste, denn Sie können hier alle meine Database sehen. Zum Beispiel in diesem Moment, ich arbeite mit einem Disk-Database. Ein Disk-Database heißt ein Database, Sie haben alle seine Projects, wenn Sie arbeiten mit Resolve. Und hier unten, wir haben das Möglichkeit für ein PostgreSQL-Database. Das ist ein Database, Sie können Link mit einer IP-Adresse. Und so zum Beispiel, wenn Sie macht ein neuer Database, Sie haben das Möglichkeit hier für ein Disk-Database, und dann Sie macht einen Klick mit für eine, wo Sie möchten diese Database gespeichert. Oder Sie haben PostgreSQL, Sie müssen hier das IP-Adress für wo ist diese Database. Und Sie macht das Username und das Passwort. Und dann mit dieser, Sie haben das Möglichkeit, dass Sie können haben, Sie können mit 2 oder mehr Resolve Systems arbeiten auf gleichem Zeit mit diesem Programm. Und dann Sie können das nutzen auch. Und so, das läuft, wenn Sie macht das PostgreSQL mit der Shared Database und auch das Collaboration Workflow, das läuft nur mit der Studio Version. Okay, so als wir sind hier, Sie können hier sehen, dass wir haben einen Check hier und einen Check hier. Das heißt, dass diese 2 Projekte sind offen auf der gleichen Zeit. So, das ist eine sehr gute Sache mit Resolve. Zum Beispiel hier, das ist meine Timeline, aber das ist mein Projekt. Und so, ich kann hier bis zu das Aston Martin Projekt und hier. Und dann mit dieser, in diesem Moment, ich kann an ein anderes Projekt arbeiten. Und dann, ich kann hier mit dieser und dann auch, wenn Sie sind in das Collaboration Workflow und jemand hier macht ein Farbcorrection, die andere Person sagt, sieht auch diese Farbcorrection oder einen Schnittwechsel oder etwas. Sie können sehen, ein kleiner Icon hier, das heißt, Sie können klicken hier für so machen einen Refresh und dann Sie haben diese auch gesehen. So. Gut, okay. Auch wenn Sie macht das Studio-Version, Sie haben ein bisschen mehr Möglichkeit hier in das Fairlight-Page. Und dann hier, wir haben verschiedene Codec-Support und dann wir haben das auch Möglichkeit für das. Ja. Okay.
Hier, okay, so wir sind in dies zurück bis zum das OpenFX Plugins. Wir haben das Möglichkeit mit das Plugins aus einem anderen Hersteller importieren, zum Beispiel aus Color Lab. Sie können importieren das Look Designer oder das Grain Lab hier und Sie können das importieren oder zum Beispiel, ich habe hier Nobe Omniscope und Sie können, das ist ein anderes Scope-Programm, Sie können importieren. So, aber das Scope-Programm in Resolve, das ist sehr stark und das HDR-Scopes laufen nur mit der Studio-Version. So, wenn ich mache das so, das ist normalerweise, was ich sehe hier. Und dann, wenn ich mache das, Sie können hier bis zum 6, so. Ich mache das ein bisschen größer. Und mache das so. Und hier. Wieder 2. Hier. So, Sie haben mehr Möglichkeit jetzt mit das und Sie können das Chromaticity, das Parade, Histogram, Vectorscope, Waveform, alles hier sehen und Sie können das auf ein anderes Bildschirm und Sie können auch für ein anderes, so Sie können ein dritter Bildschirm nur für das Scopes nutzen und dann das ist auch ein sehr gutes Beispiel für das. Okay, so diese sind das, gibt es auch andere Sachen für das verschieden von das kostenlos Version bis zu das Studio Version von Resolve. Okay. Zum Beispiel hier, ich habe auch gemacht, das ist was ich habe gemacht, ich habe eine Power Grades, das verschieden von das Power Grades, das sind das normales Gallery Images, das ist zum Beispiel, das ist eine Original Grades und Sie können hier, diese sind meine Gallery Images für dieses Projekt. Und dann hier, das ist my Power Grades, das ist ein Build Library Bibliothek, das ich habe gemacht für meine User. Und dann jedes Mal, ich komme in mein Projekt, ich habe diese und dann ich kann diese nutzen für das. Gut, okay. Und auch mit 17.4, wir haben das HDR-Grading, so als Sie haben das HDR-Möglichkeit, denn Sie haben das stärke HDR-Farbcorrection-Möglichkeit hier für 17.4. Und das ist das Zones für HDR-Grading. Und Sie können das nutzen zusammen mit das Color Warper. Und dann sie macht das zusammen, dann das ist okay. So. Fantastisch. Okay, so wir haben Database. Okay. Gut. Okay, so ich denke, dass in diesem Moment vielleicht Jens ist hier und wir können das Frage und Antworten sehen. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, was da alles beantwortet wurde. Das glaube ich schon. Blake könnte vielleicht noch mal was zu, wie legt man diese Power Grades ansagen? Dann gehen wir gleich einmal die Frage nacheinander durch. Okay, wenn Sie machen ein Power Grade, das läuft gleich als ein Gallery Bild. So zum Beispiel, wenn Sie will wenn Sie macht eine Farbcorrection hier und Sie will diese gespeichert in ein Gallery, Sie müssen den rechten Mausklick und Grab Still. Wenn Sie will als ein Power Grade speichern, dann Sie macht diese und dann Sie können rechten Mausklick und dann Grab Still auch und dann das macht in das Gallery. Okay, wenn Sie will diese Effekt nutzen in ein Bild, zum Beispiel hier,
Sie können hier zum Beispiel bis zum hier, und dann Sie haben das so gemacht. Oder Sie müssen nur ein Medium, zum Beispiel hier, like diese, so. Und so Sie können es nur mit einem Drag and Drop, so. Ich hoffe, das hat es beantwortet. Dann haben wir noch eine. Dann haben wir noch eine Geschichte mit der SQL-Datenbank. Für das Network Rendering brauche ich fürs Network Rendering eine Postgres, ist ja, denke ich mal, die Frage und nicht eine SQL. Ja, normalerweise, wenn Sie will ein Network Rendering, dann Sie müssen das PostgreSQL nutzen, zusammen mit das Network Rendering. So Sie können das gleiche Projekt auf 2 Rechner sehen, auf der gleichen Zeit. Okay, dann würde ich jetzt einmal noch kurz da durchrattern. Cutting war der Grund für den Resolve-Kauf. Grading ist an 3. Stelle. Schön, es ändert sich alles doch deutlich. Für das Geld ist die Anwendung geschenkt. Ja, das kann man so sagen. 250 € ist wirklich nicht so viel zuzüglich Mehrwertsteuer. Gerne machen wir die Webinare, die Folienqualität, sorry dafür. Es hat sich offensichtlich bei dem einen oder anderen verbessert oder nicht. Da sind wir ein bisschen beiseite gekommen. Wir haben leider keinen Regler, wo wir sagen können, Premium Quality im Stream aus Zoom heraus. Sorry. Ja, was ist sehr richtig, auch mit das Lizenz von Resolve Studio. Sie haben 2 Möglichkeiten. Sie haben das Möglichkeit für einen USB-Dongle zu nutzen. Ja. Und das läuft nur auf einem Rechner, auf der Rechner, Sie haben das USB-Dongle konnektiert. Und Sie haben auch eine License Key zum Kaufen. Und diese ist ein Card mit einer Nummer. Und Sie machen das so, Sie können diese License nutzen auf 2 Rechner auf der gleichen Zeit. Sie haben auch eine dritte USB-Dongle und das ist nur, wenn Sie haben das Advanced Panel gekauft und das ist das macht ein Unlock für verschiedene Codecs. Das läuft nur mit der Linux-Version. Wenn ihr bei uns, das sind die Optionen, wenn ihr bei uns so eine Karte kauft, hier mit so einem Code da hinten drauf, kriegt ihr die, zumindest bei Creative Tools, vorab als E-Mail. Das heißt, da müsst ihr nicht drauf warten. Aber wie ihr halt seht, es ist eine Karte. Das heißt, Blackmagic Design schickt uns keine Codes in elektronischer Form, die wir in unser System automatisiert reinpacken können. Deshalb müssen wir per Hand einfach Dinge anfassen hier und sagen, diese Karte kriegt jetzt der Kunde. Die bekommt ihr trotzdem per E-Mail vorab, damit es schnell geht. Das ist aber nichts, wenn ihr sagt, PayPal, zack, Katsching, so wie man das erwartet bei Software, dass es 12 Sekunden später in eurer Inbox ist. Das nicht. Der Dongle ist immer ein USB-A-Dongle. Das heißt, es kann durchaus mal sein, dass ihr bei aktuellen MacBook Pros zum Beispiel oder bei den ganzen nicht mehr, aber bei aktuellen Rechnern häufig mal das Problem habt, dass dieser Dongle einfach mechanisch nicht mehr da dran passt. Das, was Blake sagte, ist super wichtig mit dem ProRes-Teil. Da gibt es gewisse Einschränkungen für die Betriebssysteme. Okay, für diese andere Frage, für das Networks Rendering, Sie müssen ein Resolve Studio konnektieren für jedes Rechner, das Sie will arbeiten. So zum Beispiel, wenn Sie macht ein Projekt auf ein Rechner und dann Sie müssen das Network Rendering auf einen anderen Rechner, denn Sie müssen, Resolve muss laufen, Resolve Studio muss laufen auf diese auch. Ja. Wenn Sie genutzt ein Rechner nur für das Project Sharing, zum Beispiel ein Rechner für das Database, dann in diesem Beispiel, dann müssen Sie nicht, das hier, so hier, Moment, ich muss das suchen hier. Und Resolve. Gibt es ein anderes Programm von Resolve und diese heißt das Project Server. Und wenn Sie macht das so,
Sie können diese Projekt so sehen, ist das hier. Und dann Sie haben alle seine Databases hier. Und Sie können das, diese können aufeinander der Rechner laufen und dann das ist mit allen Databases. Aber in diesem Beispiel, dieser Rechner, Sie müssen nicht einander die Lizenz kaufen für diese Rechner. Sie können das laufen ohne Lizenz. So, jetzt der Reihe nach. Jetzt rattert hier gerade rein mit den Fragen. Ist, glaube ich, mehr kommerziell. Gibt es immer noch diesen kleinen Controller dazu und ist da wirklich praktisch? Ich hatte gerade eine Nachricht von einem Teilnehmer weitergeleitet, der sagte, ja, er möchte gerne diesen Speed Editor, so heißt der kleine Controller, nicht mehr missen. Es gibt dieses Bundle nicht mehr, seit, weiß ich nicht, seit 1, 2, 3 Wochen oder sowas gibt es dieses Bundle nicht mehr. Allerdings ist, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert, wenn man diesen Speed Editor kauft, eine Resolve-Lizenz dabei. Das ist ein bisschen kryptisch. Das ist ein bisschen teurer geworden, der ganze Spaß. Also diese Promo ist weg, aber wenn man ein Stück Resolve Hardware kauft, also den Speed Editor, das Mikropanel, das Mini-Panel oder das Keyboard, wo ich gleich noch was zu sage, dann ist immer eine Resolve-Lizenz inzwischen dabei. Das waren ja früher 2 Teile, die ihr separat kaufen musstet. Nötig, sinnvoll oder muss, kann Blake noch was dazu sagen. Ich finde, man muss ein Panel haben, auf jeden Fall, wenn man Farben anfassen möchte. Ihr seht da unten auch diese Ring-Ball-Geschichten. Finde ich, muss man ein Panel haben. Man kann es nicht mit einer Maus machen. Da kann Blake noch mal was zu erzählen. Ja, normalerweise, wenn Sie haben eine kurze, Sie müssen nur ein paar Shots korrigieren, denn Sie können ohne Panel, okay. Aber normalerweise, wenn Sie macht ein Projekt für Farbcorrection, das beste Lösung ist, wenn Sie haben ein Farbcorrection Panel, ein Blackmagic Micro Panel oder ein Mini oder ein Advanced Panel oder zum Beispiel ein Tangent Panel auch. Denn das ist fantastisch, wenn Sie macht das so. Ja. Über das große Keyboard kann man sich unterhalten. Das hat viel mit dem Workflow zu tun, ob ich es brauche oder nicht. Da gibt es noch eine ganz wichtige Info. Das ist immer im US-Layout. Das heißt, ihr habt dort kein deutsches Layout, ganz wichtig. Ist nicht so ganz günstig, hat an der Seite dieses Jog Shuttle. Der Teil ist sicherlich gut über die Tastatur, über das Layout. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ob er sagt, ich möchte dieses sehr, sehr, sehr massive, da kann man echt mit dem Hammer drauf rumhauen, Resolve Keyboard haben oder man für weniger Geld ein normales Keyboard mit Keycaps nimmt und parallel den Speed Editor ist eine Gefühlssache. Ich persönlich, kleines Feedback noch zu den Panels. Ich persönlich mag tatsächlich das Mini-Panel viel lieber als das Mikropanel. Blake könnte da technisch was zu sagen. Bei mir ist es einfach, Ja, das bei dem Mikropanel ist das Gehäuse hier zu Ende. Das heißt, du kannst deine Handballen da nicht auflegen. Bei dem Mini-Panel ist hier noch ein bisschen Gehäuse, bevor der Ring da ist. Das heißt, da kann man die Hand auflegen. Und ich finde persönlich einfacher arbeiten. Ansonsten gibt es noch einen Knopf oder 2, 3, die beim Mini da sind und beim Mikro nicht. Die sind wichtig, Blake. Ja, für mich auch. Ich finde das Mini-Panel das Beste. Ich finde das Mikro-Panel ein bisschen nicht so gut mit meiner Hand. Ich mag das Farbcorrection. So, ja. Genau, hier gab es noch eine Frage zu den Workshops. Ja, natürlich machen wir Workshops. Wir machen eigentlich 3 verschiedene. Wir machen ein Basic Training, wir machen ein Advanced Training. Die sind beide auch ganz normal im Webshop zu bekommen. Da kann ich gleich nochmal den Link reinfeuern. Aber wir machen natürlich mit Blake auch individuelle Trainings. Das heißt, wenn ihr sagt, entweder alleine oder in der Firma oder im Team oder, ich möchte ganz individuell auf gewisse Dinge mich um gewisse Dinge kümmern, die so ein bisschen abweichend sind von dem Standardbereich, ist das was, wo ihr einfach bei uns meldet und wir jederzeit gern ein Training dazu anbieten können, wo man einfach sagt, ja, da guckt man einfach, was wie passt, und dann wird man da schon irgendwas hinbekommen. Hier sind nochmal die Workshops da unten verlinkt in dem Chat. Ich hatte noch irgendwas, das habe ich jetzt gerade verdrängt. Hier ist noch eine Frage zum Thema Mac M1, Normal Pro Max. So ein M1
Pro. Kann Blake, glaube ich, gerade was ganz Ja, aktuell erzählen? ja, ich habe ein MacBook Pro M1 Pro und das ist ein fantastischer Rechner und das ist sehr gut. Und ich mache dann Comparison zwischen das M1 Max und M1 Pro und ich finde, M1 Max ist sehr, sehr, sehr gut, aber ich finde das verschieden von das M1 Max und das Pro war nicht so groß. So, ich finde, für mich, ich sage, okay, ich gehe mit das M1 Pro und es ist absolut fantastisch. Ja. Wir haben mit den, weil Apple einfach nicht liefern kann, mit den wirklich proper ausgestatteten großen 16ern leider noch gar keine Erfahrung sammeln können, weil die großen Konfigurationen tatsächlich aktuell nicht kommen, gar nicht kommen, was sehr bedauerlich ist. Aber so das Feedback auch, was wir von Blackmagic Design bekommen haben, Rohit Gupta, einer der Entwickler, hat jetzt gleich das zweite Mal schon auf dieser Apple-Veranstaltung gesprochen. Der hat ein bisschen was dazu erzählt und es ist wohl wirklich sensationell. Also dieses 5-mal schneller, klingt ja so ein bisschen nach Marketing-Message, um es mal höflich zu formulieren, scheint aber tatsächlich dicht an der Realität zu sein. Wir haben so ein bisschen Speedtests gemacht und da hat der Kollege auch, wir haben hier oben auch eins, irgendwie 8K Cinema Raw mit 120 Bildern durch das Ding durchgedonnert. Also da ist schon eine Menge Performance dahinter. Wird sehr, sehr spannend, was sich da tut. Wenn ihr eins haben wollt, passt ein bisschen drauf auf, welche Grafik, da gibt es unterschiedliche Kerne, welche RAM-Konfiguration, ruft einfach an oder meldet euch per Mail. Wir können da gerne ein bisschen was zu sagen. Es gibt da nicht so die richtige Maschine. Das hat natürlich auch immer was mit dem Budget zu tun. Meldet euch einfach. Okay. Gut. Jetzt habe ich hier beantwortete Fragen, ganz viel. Offene Fragen keine mehr. Im Chat kann ich noch mal eben durchgucken. Lagern Zoom, Auflösung unscharf. Bietet ihr auch Workshops an? Ja. Der Link ist da drin. Ja, das war es eigentlich erstmal, glaube ich. Oder? Klasse. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Wir sind ein bisschen früher fertig geworden als geplant. Und haben mehr Teilnehmer, als wir am Anfang haben, als wir angefangen haben, sehe ich gerade. Das ist auch ein gutes Feedback, dass nicht allzu viele abgesprungen sind auf jeden Fall. Vielen Dank. Guckt immer mal rein, was wir an Trainings haben oder was wir an Workshops haben. Der nächste ist, glaube ich, am 14. Dezember. Auch wieder dieses Format, kostenfrei. Und dann gucken wir mal. Halt, ich habe hier noch kurz was. Ja. Achso, das ist nur noch mal ein bisschen Feedback, was ich auch an alle schicken kann. Schnell, da geht es um eine Z8 und ein Mac Pro 2019, 96 Gigabyte. Ja, funktioniert super. Also wir haben ganz viele Leute mit einer Z8, ganz viele mit einem Mac Pro. Aktuell ist unsere Herausforderung, dass natürlich, das ist keine Neuheit, nichts lieferbar ist und schon gar nicht anständige große Grafikkarten. Wir würden gerne RTX 3080, 3090 nehmen. Die sind überhaupt gar nicht verfügbar. Wir haben diese A4000 von NVIDIA. Da tut sich zumindest was. Die kriegen wir immer noch mal ein bisschen im Workstation-Bereich. HP Z8, Z4 ist okay. So 4, 6 Wochen oder sowas. Ist nicht so schnell wie bei Notebooks. Feedback gestern, HP Notebooks, Lieferzeit 16 bis 25 Wochen. Also ein halbes Jahr. Betrifft uns aber nicht, ist mehr so Office-Notebooks. Grafiken schwer lieferbar. NVIDIA ist ganz, ganz, ganz klare Präferenz nach wie vor. Neue M1 Max normal gut lieferbar. Sensationelle Performance. Mac Pro nach wie vor nicht ganz kostengünstig, aber für die es Sinn macht, das absolut richtige Gerät. Grundsätzlich nochmal für den Hinterkopf. Diese Core-i, was auch immer, 7, 9 CPUs sind meistens fast die bessere Wahl inzwischen als die Xeons. Aber auch da meldet euch einfach. Wir finden da irgendwas für jedes Budget. Also wir haben wir haben Kamera-Operator, die einfach sagen, nee, ich möchte es nur am Set haben, aber wir haben auch Leute, die machen jeden Tag 8K 120p damit. Irgendwo dazwischen wird man, glaube ich, für jeden irgendwas finden. Der nächste Workshop-Termin findet ab Januar monatlich statt, schreibt hier Lindsay, meine Kollegin gerade. Vielen Dank dafür. Wir haben jetzt im Dezember, glaube ich, noch einen am 14. Dezember. Und dann galoppern wir im nächsten Jahr mit relativ regelmäßigen kurzen Workshops, um euch ein Update zu geben. So, jetzt fällt mir aber nicht mehr ein.
offene Fragen haben wir keine. Vielen, vielen Dank, euch einen schönen Tag und wenn wir nicht mehr hören, gesund bleiben und frohe Festtage. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, danke. Danke, Jens.